Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video über das Zeitschriftenarchiv JSTOR. Der Name JSTOR verrät bereits, was diese Datenbank anbietet. Er steht kurz für Journal Storage und JSTOR bietet insgesamt Zugang zu über 12 Millionen Artikeln, vor allem aus Fachzeitschriften. Abgedeckt sind 75 verschiedene Fachrichtungen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Der genaue Umfang in JSTOR hängt immer von den Lizenzbedingungen ab, die mit der jeweiligen Hochschule vereinbart wurden. Das heißt auch in unserem Fall, dass es möglich ist, dass nicht alle Artikel, die es in JSTOR gibt, grundsätzlich im Volltext verfügbar sind. Wie genau kann auf JSTOR zugegriffen werden? Dazu gehen wir über die Homepage der ULB und dort über den Button Weitere Suchinstrumente und dann auf das Datenbank-Infosystem. Jetzt kann man entweder über die Fachgebiete gehen und zum Beispiel zu den Wirtschaftswissenschaften nach unten scrollen, wo alle für das Fach relevanten Datenbanken aufgelistet sind. Oder wenn man schon weiß, welche Datenbank man sucht, kann man auch über die Suchmaske gehen und gibt den Titel in der Datenbank ein. So landen wir direkt bei der gewünschten Datenbank. Anhand der gelben Ampel sehen wir, dass JSTOR von der Uni Bonn lizenziert ist. Über den Link können wir direkt darauf zugreifen. Hier oben sehen wir nun, dass wir im Augenblick nicht eingeloggt sind. Wenn Sie über VPN verbunden sind, sollte hier bereits Universität Bonn angezeigt werden. Wenn das nicht der Fall ist, gehen Sie über den Login-Button und auf Find My Institution. Hier suchen wir einmal die Universität Bonn. Wir werden dann nach unserer Uni-ID und dem Passwort gefragt. Und im Anschluss auch erkannt, wie wir hier sehen. In JSTOR stehen uns verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Wir können entweder über die einfache Suche eine Recherche starten, also zum Beispiel nach einem bestimmten Artikel suchen, oder mit einer sachlichen Suche nach einem Thema starten. JSTOR bietet uns auch eine eigene Bildersuche an und zusätzlich gibt es noch die erweiterte Suche. Wichtig zu wissen ist auch, dass JSTOR in der Regel keine ganz aktuellen Artikel beinhaltet, sondern mit einer sogenannten Moving Wall von einigen Jahren arbeitet. Wir starten mit der einfachen Suche und versuchen, einen bestimmten Artikel zu finden. Während wir unsere Eingabe machen, sehen wir schon, dass uns Kategorien angeboten werden. Also kann unser Begriff zum Beispiel im Feld Autor, Autorin gesucht werden oder auch als Titel. Nach dem Abschicken der Suche erhalten wir eine Ergebnisliste. Am Rand können wir diese weiter eingrenzen, wenn wir möchten. Wir sehen hier, dass dies zum Beispiel anhand von Fachgebieten oder auch anhand der Sprache möglich ist. Bei den einzelnen Treffern erhalten wir Informationen zu Titel, Autorenangaben sowie zu der Zeitschrift, in der der Artikel erschienen ist. Auch eine kurze Zusammenfassung oder ein Ausschnitt aus dem Text wird uns angeboten. Klicken wir auf den Treffer, können wir uns weitere Details des Artikels anschauen. Wir sehen zum Beispiel neben den verwendeten Quellen auch, von welchen anderen Artikeln dieser hier zitiert wurde und finden so eventuell weitere relevante Literatur. Und da wir angemeldet sind, können wir auch direkt auf den Volltext zugreifen. Wir können ihn entweder direkt hier in diesem Fenster einsehen oder hier als PDF abspeichern. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, uns verschiedene Zitierstile ausgeben zu lassen und den Export in ein Literaturverwaltungsprogramm vorzunehmen. Wie vorhin erwähnt, gibt es zudem auch noch die Möglichkeit der erweiterten Suche. Darauf wollen wir hier nur kurz eingehen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Suchbegriffe einzugeben, Kategorien festzulegen und mit den bekannten Operatoren und oder und nicht zu arbeiten. Zudem bietet uns JSTOR die Möglichkeit, die Bedingung zu stellen, dass einzelne Suchbegriffe näher zusammengehalten werden sollen, also zum Beispiel innerhalb von 10 oder 25 Wörtern. Das waren die wichtigsten Informationen zu dem Zeitschriftenarchiv JSTOR.